Die 30-jährige Kira Steger arbeitete als Verkäuferin in einem Bekleidungsgeschäft in der Mall of America. Sie liebte ihren Job und verpasste nie eine Schicht. Als sie am 23. Februar 2013 nicht zur Arbeit erschien, machten sich ihre Kollegen Sorgen. Sie versuchten Kira anzurufen, aber sie reagierte weder auf Anrufe noch auf Nachrichten. Bald darauf wurde ihr Verschwinden der Polizei gemeldet. Kira Steger wurde am 19. November 1982 in Deans, Illinois geboren. Sie war die Tochter von Marcy und Jay Steger, die sie als lebensfrohes, treues und gütiges Mädchen beschrieben. Kira arbeitete in 2 Geschäften in der Mall of America. Ihre Kollegen waren für sie nicht nur gute Freunde, sie betrachtete sie fast als Familie. Sie hatte die erstaunliche Fähigkeit, in anderen Stärken zu erkennen, die sie selbst nicht sahen. Sie hatte große Pläne für die Zukunft. Und alles lief bestens. Doch all ihre Träume zerplatzten in einem Augenblick, als Kira am Donnerstag, dem 21. Februar 2013, auf mysteriöse Weise verschwand. An diesem Tag hatte sie Schicht. Ihre Kollegen sagten, dass sie gut gelaunt war und nach der Arbeit mit ihrem Mann in ein Restaurant gehen wollte. Kira Steger und Jeffrey Trevino hatten sich vor 3 Jahren kennengelernt. Zwischen ihnen sprang sofort der Funke über. Es entwickelte sich eine Beziehung, die schließlich zur Hochzeit führte. Von außen betrachtet schienen sie ein glückliches und starkes Paar zu sein. Natürlich gab es auch mal Streit, aber das wussten nur sie selbst. Weder Verwandte noch Freunde oder Kollegen bemerkten etwas. Doch 2 Tage später, am Samstag, dem 23. Februar, kam Kira nicht zur Arbeit. Das machte ihre Kollegen stutzig. Ein solches Verhalten war für sie untypisch. Sie war immer pünktlich, diszipliniert und hielt sich strikt an den Zeitplan. Da sie Kira nicht erreichen konnten, kontaktierten die Kollegen Jeffrey, aber auch er wusste nicht, wo seine Frau war. Laut Jeffrey hatte Kira am Morgen zuvor das Haus verlassen und war seitdem nicht zurückgekehrt. Er selbst sah darin nichts Schlimmes. Angeblich hatte Kira die Angewohnheit, manchmal für 1 oder 2 Tage zu verschwinden. Sie übernachtete bei einer Freundin oder fuhr ohne Vorwarnung zu Verwandten. Das Einzige, was Anlass zur Sorge geben konnte, war das schlechte Wetter an diesem Tag. Es schneite heftig und die Straßen waren gefährlich glatt. Jeffrey vermutete, dass ihr unterwegs vielleicht etwas zugestoßen war. Das Auto war stecken geblieben und ihr Handy war leer. Als er an diesem Tag nichts von seiner Frau hörte, meldete Jeffrey sie als vermisst und kontaktierte Kiras Familie. Für ihre Familie kam dieses Verschwinden völlig überraschend und war ein schwerer Schlag. Nachdem sie die Vermisstenanzeige für Kira Steger erhalten hatten, machten sich die Ermittler sofort an die Arbeit. Wie in solchen Fällen üblich, begann die Untersuchung mit der Befragung des Ehemanns und der Untersuchung der unmittelbaren Umgebung. Die Ermittler begaben sich zu Jeffreys Haus, um mit ihm zu sprechen. Er erzählte, dass er und Kira am Donnerstag Zeit miteinander verbringen wollten. Sie aßen zu Abend, unterhielten sich, gingen bowlen und verließen dann das Einkaufszentrum. Seinen Angaben zufolge fuhren sie direkt nach Hause, da Kira einen Film sehen wollte. Jeffrey teilte den Ermittlern außerdem mit, dass seine Frau am nächsten Tag, Freitag, gegen 8:30 Uhr morgens das Haus verlassen habe. Sie hatte einen Termin bei der Arbeit, bei dem ihre Anwesenheit obligatorisch war. Sie verhielt sich wie immer. Er habe nichts Ungewöhnliches bemerkt. Jeffrey fand es nicht ungewöhnlich, dass Kira regelmäßig verschwand, obwohl er nicht einmal wusste, wo sie war und mit wem sie ihre Zeit verbrachte. Seinen Angaben zufolge hatten sie in den letzten Monaten Probleme in ihrer Beziehung, aber er hielt dies nicht für etwas Ernstes. Es handelte sich lediglich um kleine Streitigkeiten, wie sie in jeder Familie vorkommen. Die Ermittler fragten Jeffrey, bei wem Kira möglicherweise untergekommen sei und ob sie einen Liebhaber gehabt habe. Der Mann wies diese Vermutung zurück und erklärte, er habe Kira persönlich danach gefragt und eine verneinende Antwort erhalten. Seinen Angaben zufolge liebe er seine Frau wirklich und vertraue ihr. Die Ermittler gaben alle gesammelten Informationen über Kira und ihr Auto an die Streifenpolizisten weiter. Sie selbst begaben sich zur Mall of America, um die Richtigkeit von Jeffreys Aussagen zu überprüfen und möglicherweise neue Hinweise zu finden. Die Mall of America ist eines der größten Einkaufszentren der Welt. Sie befindet sich in Bloomington und umfasst 520 Geschäfte, Themenparks, ein Aquarium, Kinos, einen Golfplatz und vieles mehr. Es überrascht nicht, dass ein so riesiges Einkaufszentrum wie die Mall of America voller Überwachungskameras war. Da sie wussten, wann Kira am 21. Februar die Arbeit verlassen hatte,
überprüften die Ermittler die Aufzeichnungen für diesen Zeitpunkt. Auf dem Video war nichts Verdächtiges zu sehen. Jeffreys Worte bestätigten sich. Er hatte Kira tatsächlich nach der Arbeit getroffen. Sie spazierten ein wenig durch das Einkaufszentrum, gingen dann zum Parkplatz hinunter und fuhren weg. Es gab keinen Streit zwischen ihnen. Der Abend verlief ruhig. Aber es gibt nichts Schlimmeres, als einfach zu warten, ohne zu wissen, was passiert. Mit jedem Tag wuchs die Sorge um Kiras Leben. Da sie die Ungewissheit nicht mehr ertragen konnten, kam ihre Familie nach Bloomington, um bei den Ermittlungen zu helfen. Sie druckten Flyer mit Fotos von Kira, klebten sie an Pfosten und verteilten sie an Passanten. Ihr Ziel war einfach, so viel Aufmerksamkeit wie möglich auf die Suche zu lenken. Sie wussten, dass sie nicht tatenlos zusehen konnten. Sie mussten alles tun, um ihre geliebte Person zu finden. Während Kiras Familie sich um die Flugblätter kümmerte, setzten die Ermittler ihre Arbeit fort. Bei der Befragung der Nachbarn des Paares fiel den Polizeibeamten eine Überwachungskamera an einem der Häuser auf. Sie drehte sich von einer Seite zur anderen und zeigte in einer Position das Haus von Jeffrey und Kira. Die Ermittler baten den Besitzer, die Aufzeichnungen zu kopieren, falls sich darin ein Hinweis finden würde. In der Zwischenzeit kamen Daten vom Mobilfunkbetreiber und die Ermittler hatten einen neuen Anhaltspunkt. Den Aufzeichnungen von Anrufen und Nachrichten zufolge hatte Kira neben Jeffrey noch einen weiteren Mann in ihrem Leben. Es handelte sich um Ryan Wendt, den Manager einer Ladenkette, in der Kira arbeitete. Sie hatten eine lange und sehr enge Beziehung. Sie schrieben sich ständig Nachrichten. Die Polizei fand heraus, dass Ryan zum Zeitpunkt von Kiras Verschwinden in einem anderen Bundesstaat war. Er war mit dem Auto in Colorado unterwegs. Dieser Mann wurde zu einer wichtigen Figur in den Ermittlungen. Erstens hatte er eine Affäre mit Kira und zweitens verließ er die Stadt genau zu dem Zeitpunkt, als sie verschwand. Vielleicht war das nur ein Zufall. Oder vielleicht auch nicht. Das mussten die Ermittler herausfinden. Jedenfalls gelang es den Ermittlern, Ryan zu kontaktieren, und er erklärte sich bereit, in Colorado auszusagen. Bei der Befragung erzählte er, dass er das letzte Mal mit Kira kommuniziert hatte, als er durch South Dakota fuhr. Sie hatten sich Nachrichten geschrieben. Diese Nachrichten wurden kurz vor dem Verschwinden der jungen Frau verschickt. Nachdem die Ermittler die Zeit der Nachrichten überprüft hatten, wurde ihnen klar, Kira hatte mit ihrem Liebhaber kommuniziert, während sie mit ihrem Ehemann zu Abend aß. Aus ihren Nachrichten ging klar hervor, dass sie sich von Jeffrey entfernte. Die Ermittler überprüften Ryans Standort anhand von Mobilfunkmasten und untersuchten seine Bankgeschäfte. Es stellte sich heraus, dass er an diesem Abend tatsächlich weit weg war und physisch nichts mit Kiras Verschwinden zu tun haben konnte. Er wurde von der Liste der Verdächtigen gestrichen. In der Zwischenzeit sah sich eine andere Gruppe von Ermittlern die Aufzeichnungen der Kamera am Haus der Nachbarn an. Das perfekte Geschenk zur Adventszeit. Erhältlich bei Amazon. Link in der Beschreibung. Die Kamera deckte einen Großteil der Straße ab, indem sie sich nach links und rechts drehte, tat dies jedoch zu schnell. Wenn ein Ermittler etwas Verdächtiges bemerkte, wandte sich die Kamera sofort in eine andere Richtung. Das Haus von Jeffrey und Kira war nur für wenige Sekunden im Bild zu sehen. Jeffrey behauptete, dass er und Kira nach dem Abendessen und dem Bowling nach Hause gefahren seien, einen Film angesehen hätten und dann schlafen gegangen seien. Auf den Aufnahmen war jedoch zu sehen, dass Kiras Auto nach 2 Uhr morgens rückwärts aus der Einfahrt gefahren war. Aufgrund der schlechten Videoqualität und der ständigen Bewegung der Kamera war es schwierig zu erkennen, was genau passiert war. Aber bald fuhr das Auto weg. Jeffrey erklärte dies damit, dass Kira ihn gebeten habe, ihr Auto vor der Arbeit zu tanken und er zur Tankstelle gefahren sei. Und überraschenderweise stellte sich heraus, dass dies der Wahrheit entsprach. Er wurde tatsächlich gegen 3 Uhr morgens an der Tankstelle gesehen. Die Ermittler fanden heraus, dass Jeffrey nach dem Tanken aus irgendeinem Grund nicht nach Hause fuhr, sondern in Richtung Autobahn. Wohin genau, blieb ein Rätsel. Die Kamera der Nachbarn zeichnete seine Rückkehr nicht auf, aber das könnte auch Zufall gewesen sein, da sie sich ständig drehte. Theoretisch hätte er später zurückkehren können, als die Kamera in eine andere Richtung gedreht war. Bei der weiteren Untersuchung der Aufzeichnungen stellten die Ermittler fest, dass Kiras Chevrolet um 9:21 Uhr morgens vom Haus weggefahren war.
Leider war es unmöglich zu erkennen, wer am Steuer saß. Die Vermisstenanzeige für Kira wurde am Samstag, dem 23. Februar, aufgegeben und bereits am Montag, dem 25. Februar, ging bei der Polizei ein Anruf wegen eines verdächtigen Autos in der Nähe des Einkaufszentrums ein, in dem sie arbeitete. Auf dem Parkhaus bemerkten Sicherheitskräfte das Auto, das dort seit mehreren Tagen stand, und riefen einen Abschleppwagen. Bevor er das Auto abschleppte, untersuchte der Abschleppwagenfahrer es und sah seltsame rote Flecken auf dem Kofferraumdeckel. Er rief sofort die Polizei. Es handelte sich um Kiras weißen Chevrolet. Es war nur wenig Blut, nur ein paar Flecken. Aber allein die Tatsache, dass es dort war, deutete auf etwas Schlimmes hin. In Kiras Tasche, die in dem verlassenen Auto gefunden wurde, lagen aus dem Internet ausgedruckte Scheidungsunterlagen. Außerdem bemerkten die Ermittler im Schnee hinter dem Auto einen dunklen Gegenstand. Bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, dass es sich um eine zusammengerollte Matte aus dem Kofferraum handelte. Auf der Rückseite waren dunkle Flecken zu sehen. Die DNA-Analyse bestätigte, es handelte sich um das Blut von Kira Steger. Die Ermittler mussten traurig feststellen, dass Kira höchstwahrscheinlich nicht mehr am Leben war. Diese schreckliche Entdeckung war ein schwerer Schlag für ihre Familie und Freunde. Die letzte Hoffnung, sie wiederzusehen, war dahin. Aber gleichzeitig tauchten in den Köpfen ihrer Angehörigen viele Fragen auf. Wie war sie ums Leben gekommen? Hat sie gelitten? Und wer konnte sie so sehr hassen, dass er ihr das Leben nahm? Das Fehlen von Kiras Leiche verschlimmerte die Situation nur noch. Die Trauer ohne die Möglichkeit, Abschied zu nehmen, war noch schwerer zu ertragen. Nun war es die Hauptaufgabe der Ermittler, herauszufinden, wer das Auto auf dem Parkplatz zurückgelassen hatte. Das Auto fuhr um 9:21 Uhr vom Haus weg und wurde etwa 20 Minuten später von den Kameras des Einkaufszentrums erfasst. Auf dem Parkplatz, auf dem das Auto gefunden wurde, gab es keine Kameras, aber eine davon filmte den Weg dorthin. Als die Ermittler die Aufzeichnung ansahen, bemerkten sie, dass wenige Minuten, nachdem der weiße Chevrolet auf den Parkplatz gefahren war, ein Mann mit Kapuze im Bild erschien. Da es draußen kalt war, erregte die Kapuze an sich keinen Verdacht, aber die Ermittler beschlossen, seinen Weg zu verfolgen. Es stellte sich heraus, dass dieser Mann die Straße überquerte, zum Taxistand ging, mit einem der Fahrer sprach und dann wegfuhr. Die Polizei fand schnell heraus, welches Unternehmen die Taxis am Einkaufszentrum betrieb. Dank der GPS-Tracker in den Fahrzeugen konnten sie mühelos das Kennzeichen des Autos ermitteln, mit dem der Unbekannte weggefahren war. Es stellte sich heraus, dass der Mann nur einen Block von Kira und Jeffreys Haus entfernt ausgestiegen war und bar bezahlt hatte. Als das Taxi wegfuhr, wurde es erneut von derselben Kamera aufgenommen, die auch einen Teil des Hauses des Paares im Blick hatte. 2 Minuten später kam erneut ein Mann mit Kapuze ins Bild. Aufgrund der schlechten Bildqualität war das Gesicht schwer zu erkennen, aber das weiße Logo auf seinem Hoodie fiel ins Auge. Die Ermittler sahen sich das Video weiter an und sahen, wie dieser Mann das Haus betrat, in dem Kira und Jeffrey wohnten. Angesichts der Tatsache, dass Kira verschwunden war, gab es fast keinen Zweifel mehr. Unter der Kapuze versteckte sich Jeffrey. Nachdem sie einen Durchsuchungsbefehl erhalten hatten, begaben sich die Polizeibeamten zum Haus. Auf den ersten Blick schien alles normal zu sein, aber bei einer genaueren Untersuchung fanden die Kriminaltechniker dunkelrote Flecken im Schlafzimmer des Ehepaares. Einige Flecken befanden sich an der Wand neben dem Bett, etwa 100 weitere auf der Matratze. Es war offensichtlich, dass das Zimmer kürzlich umgeräumt und gereinigt worden war. Als die Experten den Boden und den Teppich mit Luminol behandelten, leuchteten diese buchstäblich auf. Darauf befanden sich zahlreiche Blutspuren, die mit bloßem Auge nicht zu erkennen waren. Die Blutspuren begannen im Schlafzimmer und zogen sich durch das ganze Haus. Die Untersuchung bestätigte, es war Kiras Blut. Nun hatten die Ermittler keine Zweifel mehr. Kira Steger war tot. Die Polizei durchsuchte nicht nur das Haus, sondern auch Jeffreys Auto. Obwohl sie keine Blutspuren oder Spuren eines Kampfes im Innenraum fanden, entdeckten sie dennoch etwas Interessantes: eine Quittung von einer Tankstelle. Sie wurde 1 Stunde und 40 Minuten vor dem Abstellen von Kiras Auto am Einkaufszentrum ausgestellt. Laut Quittung wurde die Zahlung mit Jeffreys Karte getätigt. Die Ermittler überprüften die Aufzeichnungen der Kameras dieser Tankstelle. Auf dem Video war zu sehen, wie Jeffrey sein Auto tankte, hineinging und Bargeld am Geldautomaten abhob. Vor allem war auf den Aufnahmen deutlich das Gesicht des Mannes und das Logo auf der Brust seiner Jacke zu sehen, genau wie bei dem Mann mit der Kapuze auf den früheren Aufnahmen.
Diese Beweise reichten aus, um den 39-jährigen Jeffrey Trevino zu verhaften. Bei der Vernehmung rief er sofort seinen Anwalt und verweigerte die Aussage. Die Polizei hatte genügend Beweise, doch das wichtigste Beweisstück, Kiras Leiche, war noch immer nicht gefunden worden. Alle waren sich sicher, dass die junge Frau tot war. Die Polizei, ihre Angehörigen und zahlreiche Freiwillige suchten monatelang nach ihr. Ende März, als der Schnee zu schmelzen begann, fand man am Kellersee, wenige Kilometer von Trevinos Haus entfernt, eine seltsame Tasche. Darin befanden sich ein blutbeflecktes Kissen, ein T-Shirt und ein BH. Die Untersuchung bestätigte, die Sachen gehörten Kira. Der See war noch zugefroren, was die Suche erschwerte. Taucher untersuchten den Grund, fanden aber nichts. Später durchkämmten 4 Hunde das Ufer, ebenfalls ohne Erfolg. Am 8. Mai 2013, 2,5 Monate nach ihrem Verschwinden, erhielt die Polizei von St. Paul einen schrecklichen Anruf. Ein Mann berichtete, dass er im Mississippi etwas gesehen habe, das wie eine Leiche aussah. Als sie geborgen wurde, bestätigte die Untersuchung anhand der Zahnunterlagen, es handelte sich um Kira Steger. Auf der Stirn der Frau wurden Spuren eines schweren Schlags entdeckt und an ihrer linken Hand war der Zeigefinger gebrochen. Aufgrund des fortgeschrittenen Verwesungszustands konnte die genaue Todesursache nicht mehr festgestellt werden. Nachdem sie alle Beweise gesammelt hatten, rekonstruierten die Ermittler einen ungefähren Ablauf der Ereignisse. Als Kira und Jeffrey nach Hause kamen, bemerkte er, dass seine Frau mit jemandem schrieb. Als sie sich weigerte, ihm die Nachrichten zu zeigen, nahm Jeffrey ihr mit Gewalt das Telefon weg und brach ihr dabei den Finger. Als er die Liebesnachrichten sah, tötete der Mann Kira in einem Wutanfall und versuchte dann, das Verbrechen zu vertuschen. Er transportierte die Leiche im Kofferraum ihres Autos zum Fluss und warf sie dort ins Wasser. Unterwegs entsorgte er eine Tasche mit blutbefleckten Sachen. Am Morgen hob er Bargeld ab, um das Taxi bar zu bezahlen. Damit fuhr er weg, nachdem er das Auto seiner Frau beim Einkaufszentrum zurückgelassen hatte. Den ganzen Tag über putzte er das Haus gründlich, um den Anschein zu erwecken, dass Kira am Morgen freiwillig weggefahren sei. Doch dank der Überwachungskameras scheiterte sein Plan. Im Oktober 2013 befand das Gericht den 39-jährigen Jeffrey Trevino für schuldig. Die Geschworenen stimmten der Verteidigung zu, dass der Mord nicht geplant war, sondern in einem Anfall von Wut aufgrund des Seitensprungs seiner Frau begangen wurde. Vor der Urteilsverkündung traten Kiras Angehörige vor Gericht auf. Ihre Schwester Carrie Ann sagte, Jeffrey sei ein Monster, ein kaltblütiger Mörder und verdiene keine Gnade. Ihre Mutter Marcy erklärte, er hat meine Tochter nicht verschont, sondern sie wie Müll in den schmutzigsten Fluss des Landes geworfen. Ihr Vater Jay sagte, welche Strafe er auch immer erhalten mag, sie wird unseren Schmerz niemals lindern. Im November 2013 wurde Jeffrey Trevino zu 27,5 Jahren Haft verurteilt. Er kann erst 2033 einen Antrag auf vorzeitige Entlassung stellen. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.